Hochwinter ist die Isel kristallklar. Das ist völlig fantastisch. Ein Wintermärchen. Winter Wonderland. Besser geht's nicht. Die Isel ist zu jeder Jahreszeit für sich ein ganz besonderes Erlebnis. Umso erstaunter war ich dann, als im Jahr 1973 ein gigantomanisches Kraftwerksprojekt aus der Versenkung auftauchte. Die Isel wäre ökologisch kaputt gewesen und alle Zuflüsse wären weg gewesen. Das war 1983, 10 Jahre nach Beginn einer oft sehr hart von der Gegenseite untergriffig geführten Diskussion. Ich bin sehr fasziniert von den Erzählungen von Wolfgang Retter. Der ist da sicherlich eine ganz, ganz wichtige Figur in dieser jahrzehntelangen Konfliktgeschichte. Es ist ja so, dass in Österreich kein größeres Schutzgebiet existiert, wo es nicht einen Naturschutzkonflikt vorher gegeben hat. So begann ich dann, nach Gleichgesinnten zu suchen. Und zusammen mit Freunden haben wir dann in sehr, sehr langer Diskussion erreicht, dass das Kraftwerk unwirtschaftlich geworden ist. Damit waren die Gletscherbäche der Hohen Tauern hier in Osttirol und die Isel gerettet. Die Isel ist jetzt ein Natura 2000 Gebiet. Bestimmte Habitate, wie zum Beispiel frei fließende Flüsse und bestimmte Arten, wie zum Beispiel die Tamariske, die stehen hier unter besonderem Schutz. Dadurch, dass die Isel durchgehend frei fließt und diese täglichen Hochwässer vom Schmelzwasser von den Gletschern im Sommer bis runter nach Lienz, bis zur Mündung durchgehen können, heißt das, es gibt stark schwankende Wasserspiegel. Und die sorgen dafür, dass die Schotterbänke und die Inseln immer wieder leergeräumt werden. Das ist die Vorbedingung, dass Pflanzen wie die deutsche Tamariske dort überhaupt wachsen können. Und die haben sozusagen eine Symbiose. Ohne der Freiheit des Flusses ist die Tamariske verloren. Heute ist die Isel der letzte große Gletscherfluss nicht nur Österreichs, der frei fließt, voll und dynamisch, sondern der gesamten Ostalpen. Naturschutz und Tourismus ist ja oft ein Gegensatz. Das ist beim Iseltrail nicht der Fall, weil der Iseltrail halt in die Landschaft nicht eingreift. Das ist eine natur- und landschaftsschonende Form des Tourismus und die braucht keine Technik, weil man geht einfach zu Fuß. Das heißt, die Sichtbarkeit der Isel wollen wir verbessern, aber nur in einer Art und Weise, wo die Landschaft und die Magie dieser Plätze nicht darunter leidet. Man hat einen naturnahen Fluss, der auch Hochwasserschutz bedeutet, der wunderschön ist, der Erholungsgebiet ist für die Einheimischen und auch für die Touristen interessant ist. Die ersten Tage hat man kaum Steigungen, das heißt, das ist auch für Menschen geeignet, die keine alpinen Steigungen haben wollen. Erst die letzte Etappe oberhalb der Umballfälle, da wird es dann auch mal steiler und die allerletzte Etappe ist dann eine hochalpine Wanderung. Und ich bin sehr froh, dass es geglückt ist, die Isel zu erhalten und jetzt mit dem Iseltrail auch den Fluss ökonomisch auch einzusetzen. Die Menschen, die der Isel entlang wandern, sie erleben hier das, was anderswo verloren gegangen ist. Sie nehmen ein Stück Ursprünglichkeit, ein Stück Wildheit mit, das wird sie nicht verlassen. Und wenn man da helfen konnte, das zu erhalten, dann freut man sich.